So, eine Runde waschen, ne? Ein paar Handtücher, die waschen wir jetzt. Nur als... Ah, da haben wir schon hier unser Haselcreme mitgebracht, unser Schoko. Du kleiner Fetzer, hast du schon gegessen? Ich hab schon gegessen. Ja, wir essen immer draußen, also frühstücken draußen und machen quasi eher so ein Mittag-Abendessen draußen noch. Zu Hause wird nicht gekocht, also jetzt hier mit der Villa. Also wir kochen grundsätzlich nicht hier. Erstens aus dem Grund, weil wir Urlaub machen wollen und uns lieber bedienen lassen wollen. In Deutschland geht das sowieso nicht. Und zweitens hätte ich das ja eh nicht zugelassen. Alleine schon, weil schon zu Hause so viel macht und kocht. Und das ist ja ihr Job. Dann kann sie sich auch mal hier ausruhen und nichts machen. Hamza, hast du auch Wadenkrämpfe? Boah, wenn ich daran denke. Ich habe richtig Wadenkrämpfe, weil wir gestern hier hochgelaufen sind. Ich war richtig hier 10% Tour de France haben wir gemacht. So, einmal frühstücken am Meer. Und diesmal war es soweit, dass er gar nicht so schlecht geschmeckt hat. Also es war so ein schlechter Backwerk-Kaffee, muss ich sagen. Aber vor irgendeiner das falsch versteht. Wir waren jetzt schon, wie oft waren wir in der Türkei? Schon 3 oder 4 Mal. Und wir haben echt lange nach einem guten Kaffee gesucht. Wir haben, glaube ich, bis jetzt nur einen einzigen in Istanbul gehabt, der in Ordnung war. Oh weg. Oh mein Gott. Oh weg. Das ist so cringe, wenn Leute das angucken müssen. Da wollten wir rausgehen und Kiki hat. Was ist so an? Also erstmal gehe ich zweimal zurück, um mir deine Sachen zu holen. Und merke dann, dass ich noch meine Badelatschen, beziehungsweise deine Badelatschen sogar anhabe. So, die Kiki ist gerade ausgerutscht. Die Arme, ich habe gesehen, wie die gefallen ist. Die hat mir so richtig leid getan. Ist voll auf ihre Knie gefallen. Die wollte nur ganz kurz nachgucken. Ich war im Auto. Und dann hat die ihre Knie aufgerissen. Die Arme. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier Pflaster haben. So, auf den Schock geht's das Essen, ne? Ja, das brennt auch voll, aber Essen macht alles wieder gut. Ich zeige es nicht, sonst wird das Video ab 18. Das hat uns sehr angesprochen. Und von außen sah das auch sehr gut aus. Das sind so die Preise. 10 Teele sind ungefähr gerade 1 Euro. Das heißt im Endeffekt Sade Döner, ich glaube nur Döner, kostet 6 Euro, 150 Gramm. Also hier zum Beispiel, hier haben wir Tavuk Shish, das ist Hähnchenspieß, 42 Teele, ein klein und ein groß 55. Das heißt im Endeffekt ungefähr 4,20 Euro und hier 5,50 Euro. Das geht voll klar. Das ist die Hälfte, was man in Deutschland zahlt. So, Frühstück. Einen ganz neuen Laden. Der hat jetzt erst letzte Woche aufgemacht. Achso, du Vlog. Also ich wollte das in Istanbul schon mal probieren. Wie kam man nie dazu? Jetzt habe ich das durch Zufall gesehen und dachte mir so, boah, jetzt müssen wir zugreifen. Also dafür, dass es auch ein Urlaubsort ist und man eigentlich im Urlaubsort immer ein bisschen mehr zahlt, ist das schon hier sehr, sehr günstig. Also 5,90 Euro für das Essen irgendwo in, weiß ich nicht, Santorini oder irgendein Urlaubsort in, weiß ich nicht, Sizilien oder sonst wo. Locker, das Dreifache, locker. Wirklich. Vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass die Tele gerade sehr, sehr schwach ist, also sehr, sehr gesunken ist. Bei 10 Tele ist 1 Euro ungefähr. Und damals noch vor einem Jahr war er bei 7 Tele. Heißt im Endeffekt, ja, 7 Tele sind dann ungefähr 1 Euro. Und jetzt sind das 10. Das ist wirklich ein riesen Unterschied. Kann ich nur empfehlen, sehr, sehr lecker. Not macht erfinderisch. So Leute, ich habe euch irgendwie nicht so mitgenommen, ne, im Urlaub bis jetzt, ne? Merke ich gerade. Sagst du mich gerade? Ja.
Ich muss aber sagen, wir waren auch nur die ganze Zeit im Hotel, ne? Also in der Villa, sonst nirgendwo, oder essen halt, ne? Ja, wenn man gerade am Pool ist, dann ist ja klar, dass man nicht vloggt. Ansonsten nehmen wir euch doch, wir nehmen die schon immer mit. Ja, doch schon, ne? Ja, ne? Ich fühle mich schlecht dabei, deswegen. Also wir sind jetzt wieder Abendessen. Ich sag nur Essen. Wir haben hier Börek und wir haben Hummus, oh, richtig lecker. Sieht richtig süß aus. Wir sitzen hier quasi direkt schon fast am Meer. Sehr schöne Aussicht. Bin ich hier mit der wundervollen Kiki. Oh, darf ich mal sagen, ich respektlos rüberkommen. Kein Hummus dieser Welt kommt an das deiner Mama ran. Ja, ne? Schwiegermama. Also mittlerweile ist ja auch dein Hummus-Rezept, ne? Also. Ja. Und wir denken uns die ganze Zeit, warum dauert das so lange? 4 Leute hier zu Gast, mehr nicht, bei 50 Sitzplätzen. Ja. Jetzt und dann kommt sowas an, ey. Wie geil sieht das denn aus, bitte? Kartoffeln? Kartoffeln? Was ist das genau? Kartoffelgitter? Nee, das sind einfach Kartoffeln, die wurden in so Streifen gerieben wahrscheinlich, frittiert. Bestimmt haben die das auf irgendeine Form drauf. Oder haben die das in einer Form vielleicht direkt frittiert? Analyse. Auf jeden Fall, Leute, sehr, sehr lecker. Also ich habe hier Hähnchen und Kiki hat hier vegetarische Art. Und ich finde es auch cool hier, dass wir so einen Tannenbaum haben. Wir haben Google Fishing hier. Das ist eigentlich voll interessant. Den Laden hier jetzt kommt jetzt zu, der ist zu. Der ist zu, alles wegen Corona. Da ist sehr, sehr viele Läden zugemacht, leider. Also die Hälfte hat zugemacht, die Hälfte hat noch auf. Und ihr müsst euch schon vorstellen, hier ist dann quasi, also hier hinter ist direkt das Meer. Also es ist eigentlich der beste Standort für ein Café oder Restaurant. Aber die haben es einfach nicht überlebt über Corona anscheinend. Ey, sag mal ehrlich, Kiki, das ist schon traurig, wie viele Läden zu sind, ne? Guck mal, hier, der ist auch komplett zu. Und das sind riesige Läden, Alter. Das sind riesige Läden. Vor 2 Jahren waren die richtig voll. Krass, ne? Und das sogar schon im April, ne? So, wir reisen eigentlich schon übermorgen ab. Krass. Ganz schön schnell die Tage. Habe ich viel gezeigt. Ich zeige euch auf jeden Fall nochmal das Haus, 100%ig. Eigentlich machen wir das immer ganz am Anfang. Kiki ist gerade jetzt kurz in einen Supermarkt gegangen und fragt danach, ob die eine SD-Karte haben. Wir brauchen eine SD-Karte für unsere Drohne. Im Supermarkt gab es nicht, aber hier bei Turkcell gibt es bestimmt. Das ist so ein SIM-Karten-Supermarkt. Supermarkt. So Leute, mögen die Spiele beginnen. So, wie fängt eigentlich unser Tag immer so an? Wir machen einfach YouTube an, Musik und dann, das hat WLAN, also der Fernseher hat WLAN. Ich verbinde dann immer mein Handy mit dem Fernseher und mache dann hier mit der Musikanlage, hier die Fernbedienung, Harman Kardon, das ist eine richtig coole Musikanlage. Da seht ihr es, glaube ich, da ist die Anlage, da sind die Lautsprecher, dort. Und auf der anderen Seite finden wir auch nochmal einen Lautsprecher. Das heißt im Endeffekt, hier ganze Bude bebt gleich. Und wie gesagt, ich verbinde immer mein Handy und dann kann damit quasi vom Pool aus, also ich liege dann quasi meistens im Floß hier oder chill einfach, vom Pool aus einfach die Musik auswählen und dann volle Power. Das geht dazu machen natürlich, damit keine Mücken reinkommen. Da ist schon eine. Genau, und dann einfach nur volle Power Musik. Also im Endeffekt braucht man hier nicht wirklich eine JBL-Box oder so eine Bluetooth-Box mitzunehmen. Übrigens ist das hier eigentlich der leckerste Laden bis jetzt. Wir sind jetzt zum 2. Mal hier. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Und auch preislich wirklich sehr, sehr attraktiv. So, heute habe ich mal echt reingehauen. Heute habe ich mir einen großen Teller genommen, sonst habe ich mal so kleine Teller genommen. Kiki eigentlich auch. Gönn dir. Ich gönn mir. Der chillt einfach sein Leben. Der chillt einfach sein Leben. Neben Autos. Richtig korrekt. Das juckt ihn kein bisschen. So eine Runde Boxen gucken, ne, Kiki? Schlag zum Kopf.
wird wieder nach unten gedrückt. So, the last day heute, beziehungsweise der vorletzte Tag, aber der letzte Tag im Pool, weil morgen früh müssen wir abreisen. Kiki wollte jetzt Frühstück holen. Das Lustige ist, wir waren ja gestern schon hier kurz einen Kuchen holen. Jetzt haben die uns angeschrieben am Abend bezüglich einer Kooperation. Ja, kommt vorbei, frühstücken und ihr bekommt es umsonst. Natürlich sind wir trotzdem vorbeikommen, aber wir nehmen nichts umsonst an. Also gerade jetzt sollte man die lieber unterstützen und Werbung auch nochmal geben, finde ich. Müsste jeder das ein bisschen begriffen haben, dass leider Corona doch ein bisschen härter getroffen hat, den Leuten auch hier in der Türkei. Und ja, ich sehe jetzt schon, die Diskotheken gerade, dass Kiki bezahlen soll und der nein, brauchst du bezahlen. Ja, die bestehen, glaube ich, jetzt drauf, dass Kiki es umsonst bekommt. Aber wir sind nicht diese typischen Influencer oder Blogger, die einfach darauf bestehen und umsonst essen wollen. Und ja, für Werbung mache ich das umsonst. Nee, gibt's nicht eigentlich. Mein Gott, einfach bezahlen und gut ist. Trotzdem Werbung machen oder halt keine Werbung machen, das halt jedem selbst überlassen. Meinten so, ja, gestern und danke für die Instagram-Stories und so ein Segen quasi. Und weil die hatten, glaube ich, irgendwie 98 Abonnenten oder so. Und dann hatten sie auf einen Schlag dann 400. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt Krass. sind. Ey, alle, die mich hier gesehen haben, geht dahin. Der Laden ist so leer und so unberechtigt leer, weil die so nett und lieb sind. Ja, deswegen ein bisschen Support tut immer gut.